Servus Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll es um das Thema Übersetzung gehen, um genau zu sein, um dieses Teil hier, nämlich ein kleineres Ritzel. Wir haben hier 15 Zähne statt den original verbauten 16 und dadurch erhoffe ich mir einfach ein bisschen mehr Punch unten raus, beziehungsweise niedriger, mittlerer Drehzahlbereich. Wird dazu führen, dass ich im Topspeed zwar eine geringe Einbuße habe, aber das ist für mich nicht so relevant. Ich habe lieber ein bisschen mehr Punch unten raus. Also ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Das Teil steht schon ziemlich lange auf meiner Liste. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt erstmal den Einbau zusammen an. Dazu muss erstmal hier dieser kleine Schalthebel abgeschraubt werden. Dann können wir diese Schaltstange hier durch den Sicherungssplint lösen. Und das Ganze lässt sich dann durch die zwei Imbusschrauben, lässt sich die ganze Fußrastenanlage komplett hier rausnehmen. Schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Also hier gilt es darauf zu achten, wenn ihr den kleinen Schalthebel hier komplett rausnehmt nachher. Hier auf der Welle, hier sitzt ein kleiner Körnerpunkt, der sollte hier am Schlitz verlaufen, dass ihr später die gleiche Einstellung von eurem Schalthebel wieder habt. Alternativ lässt sich das natürlich auch mit einem Stift markieren. So, jetzt lässt sich hier dieser Sicherungssplint von der Schaltstange lässt sich mit einem Schraubenzieher eigentlich ganz gut rauslösen und dann kann die Schaltstange hier abgezogen werden und eben dieser kleine Schalthebel kann von der Welle gelöst werden. Wie gesagt, hier darauf achten, dass dieser Körnerpunkt später wieder beim Einbau an der gleichen Position ist wie dieser Schlitz, damit in den Einstellungen von eurem Schalthebel sich nichts verstellt. Jo, dann können wir schon mit dem Imbusschlüssel hier den Fußraster lösen. Das sind nur 2 Schrauben. Und dann seht ihr schon, löst sich hier die ganze Anlage. Und wir können die hier einmal so rausnehmen. Jetzt haben wir uns nämlich Platz geschaffen, um hier an die Ritzelabdeckung zu kommen, die wir jetzt abschrauben. Wenn ihr die Schrauben gelöst habt von der Ritzelabdeckung, dann lässt die sich hier ganz einfach rausnehmen. Hoppla. Jo, wie man schon sieht, hängt ein bisschen Dreck drin. Das Ganze erstmal sauber machen, bevor es weitergeht. Wie ihr seht, sitzt hier auf der Mutter vom Ritzel noch ein Sicherungsblech oben drauf. Das muss entsprechend gelöst werden. Dazu könnt ihr hier eben mit einem Schraubenzieher oder mit einem kleinen Meißel rein und damit dann eben unter das Sicherungsblech und dann durch Schläge, seht ihr schon, wie sich das Ganze hier aufbiegt. Der Unterseite auch noch. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen wichtigsten Teil. Das ist hier 36er Nuss, Ritzel, Mutter lösen. Ist so eine Sache, am besten habt ihr da einen Helfer, der auf die Hinterradbremse tritt. Ansonsten ersten Gang einlegen. Man kann das Hinterrad auch hier blockieren. Ich habe hier eine Stange umwickelt, dass hier nichts beschädigt wird, dass sich das nicht mitdreht. Und jetzt werde ich einfach mal versuchen, das mit dem Schlagschrauber aufzudrehen. Wichtig hier eigentlich, dass ihr einen Schlagschrauber habt. Ihr seht schon, die Mutter ist hier auch schon leicht beschädigt, da ich das vor ein paar Jahren schon mal beim Kettenwechsel, Ritzelwechsel mit einem ganz normalen Schlüssel versucht habe und das hat halt auch nicht geklappt. Also steht auch im Triumph-Handbuch, dass man auf jeden Fall einen Schlagschrauber verwenden sollte. Der ist jetzt nicht so gut. Ich hoffe, man kriegt es hin. Wenn nicht, muss man irgendwie weiter nach einer Lösung suchen. Wie zu erwarten war der Schlagschrauber jetzt leider nicht ausreichend. Ist auch nicht der stärkste. Ich versuche es jetzt einfach nochmal mit einem Drehmomentschlüssel. Hier ist wichtig, dass die Nuss eben komplett auf der Mutter sitzt und ihr stoßweise arbeitet. Und ja, ich merke schon, da dreht
das Hinterrad durch. Also ich habe es unerwartet tatsächlich mit dem Drehmomentschlüssel jetzt geschafft. Mutter ist offen. Können wir jetzt hier rausnehmen. Ihr seht schon, das Sicherungsblech ist alt. Schreibt auch Triumph vor, das eigentlich danach zu ersetzen. Und die Mutter, da ich die beim letzten Mal schon ein bisschen beschädigt habe, habe ich hier auch gleich eine neue gekauft. Beim letzten Mal, wo ich die Kette gewechselt habe, habe ich zwar auch das Sicherungsblech jetzt ein zweites Mal verwendet. Das hat auch bis jetzt gehalten, aber das würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Kauft euch da einfach ein neues. Kostet glaube ich 8 Euro. Die Mutter eine neue kostet glaube ich 10 Euro. Als nächstes müssen wir hinten das Hinterrad öffnen und den Kettenspanner lösen, dass wir hier weniger Zug auf der Kette haben und die eben vorne vom Ritzel abnehmen können. Wir haben es geschafft. Hier haben wir das alte mit 16 Zähne und hier ist das neue mit 15 Zähnen. So, machen wir uns dann wieder an den Einbau. Wichtig, bevor ihr hier das neue Ritzel wieder einsetzt, natürlich alles gründlich reinigen und dann kommt einfach das Ritzel wieder drauf. Das neue Sicherungsblech kommt drüber und dann entsprechend auch die Mutter eben wieder drauf. Und dann muss das Sicherungsblech wieder entsprechend gebogen werden, nachdem ihr die Mutter festgezogen habt. Und danach kümmern wir uns wieder um die Kettenspannung. Jetzt wird die Ritzelmutter hier wieder festgezogen. Dazu sind 85 Newtonmeter vorgeschrieben. Wie ihr es vielleicht gerade gesehen habt oder auch nicht, dreht sich hier das Hinterrad mit. Deswegen muss man da, das ist ein bisschen tricky alleine eigentlich, auf die Hinterradbremse treten und gleichzeitig die Schraube festziehen. So, die Mutter ist wieder fest. Um das Sicherungsblech jetzt umzubiegen, nehme ich hier einfach eine Wasserpumpenzange und werde es halt so wieder reinbiegen, dass hier an zwei Seiten wieder an der Mutter anliegt. Und anschließend wird hier hinten wieder die Kettenspannung eingestellt, weil die ist jetzt viel zu locker. Machen wir hier hinten wieder Spannung drauf, ziehen das alles gleichmäßig fest und dann Abdeckung drauf und ich würde sagen, Testfahrt. So, also ich habe jetzt die ersten paar Testfahrten mit dem neuen Ritzel hinter mir. Es macht auf jeden Fall richtig viel Spaß. Man merkt es direkt beim Anfahren aus den unteren Gängen raus, wie sie drückt. Also wenn wir jetzt hier im ersten Anfahren und ein bisschen am Gas ziehen, da steigt direkt das Vorderrad hoch und der Zug im zweiten, dritten ist einfach richtig genial. Also im zweiten Gang habe ich es tatsächlich noch nicht geschafft, dass mir das Vorderrad hochkommt. Da muss ich immer noch über die Kupplung gehen. Aber ich habe letztens mit jemandem in Insta geschrieben und der hat gemeint, er hat auch das 15er Ritzel und dass sie bei ihm im zweiten, ja sogar im dritten, noch nur mit Gas hochkommt vorne. Also das habe ich jetzt hier nicht. Den einzigen Unterschied, was meine Maschine zu seiner noch hat, ist, dass er ohne dB-Killer gefahren ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das nochmal ein bisschen mehr Drehmoment gibt, ja, und sie deswegen nochmal ein bisschen mehr drückt, aber keine Ahnung, woran es liegt. Auf jeden Fall ist es schon so sehr gut. Also der Druck unten raus ist jetzt auf jeden Fall besser geworden. Ich habe es ja hauptsächlich auch wegen dem zweiten Gang gemacht, weil der so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen zäh ist, gerade wenn es irgendwie Serpentin Berg hoch geht und du halt um eine enge Kehre rumkommst und am zweiten ziehst, brauchst du alles ein bisschen, bis da richtig was kommt. Ja, besonders mit Beifahrer ist mir das auch schon aufgefallen, dass eben im zweiten Gang aus den Ecken raus, ja, einfach so ein bisschen Punch fehlt und ich gehe eigentlich relativ ungern da in den ersten, weil der doch, ja, nicht wirklich sehr kurz übersetzt ist, aber sie hängt ja da schon stark am Gas. Das ist jetzt auch nochmal einen Ticken stärker geworden, also im ersten ist sie jetzt richtig empfindlich am Gas, da muss man natürlich aufpassen.
Ansonsten lässt sie sich eigentlich ähnlich fahren wie davor. Ich würde sagen, also so riesig ist der Unterschied jetzt nicht, dass man jetzt denkt, ja, die ist jetzt total nervös, die Maschine. Also ich finde, sie hängt richtig gesund am Gas und es fühlt sich eigentlich so an, als sollte es so für mich die Standardübersetzung sein. Die kommt jetzt richtig gut aus dem Knick raus unten und ja, gerade innerorts fällt es mir auf, dass ich jetzt tendenziell auch einen Gang höher fahre, weil man einfach noch, ja, du könntest jetzt theoretisch, wenn wir es jetzt mal übertreiben, könnte ich jetzt hier 50 im 6. Gang fahren. Ich meine, das ging auch schon davor, aber wenn ich jetzt halt am Gas ziehe, dann kommt sie auch da, finde ich, echt gut raus unten und das macht einfach Laune. Also mir taugt es richtig, es macht Spaß. Man muss natürlich bedenken, die Drehzahl ist durch das kleinere Ritzel jetzt immer ein bisschen höher als davor. Also ich meine, es müssten so um die 1000 Umdrehungen sein, in der sich die Drehzahl geändert hat, was wiederum bedeutet, dass eventuell der Spritverbrauch hochgeht. Konnte ich bis jetzt noch nicht feststellen. Also ich war eben tanken, habe wie immer eigentlich 6 Liter verbraucht. Ich werde jetzt mal beobachten, ob sich das noch ändert. Aber bis jetzt glaube ich eigentlich fast nicht, dass das einen großartigen Unterschied macht. Ja, ich blende euch jetzt auch einfach mal kurz noch eine Tabelle ein, die ich erstellt habe mit Beschleunigungswerten, wo wir das 16-Zähne-Ritzel mit dem 15-Zähne vergleichen, 0 bis 100 oder Durchzug eben in den höheren Gängen von 60 bis 120. Habe ich ein paar Messungen gemacht. Ich werde die Videos auch am Ende dieses Videos hier einblenden. Könnt ihr euch das Ganze nochmal anschauen. Ja, es hat sich jetzt von den Werten her nicht großartig viel verändert, meiner Meinung nach. Also für mich hat das Ritzel auf jeden Fall seinen Zweck erfüllt. Ich meine, für 14 € meine ich, wenn ihr es selber einbauen könnt, macht es für mich auf jeden Fall Sinn. Ich weiß jetzt nicht, was man da in der Werkstatt zahlen wird, wenn man es einbauen lässt, aber ich finde, es hat sich auf jeden Fall für mich rentiert. Was ich mir halt gewünscht hätte, wären jetzt Power Wheelies im 2. Gang. Kriege ich sie so leider nicht hoch. Da muss ich halt wieder klassisch über die Kupplung gehen. Aber ich meine, das funktioniert. Das funktioniert auch richtig gut. Servus. Alter, es geht einfach so ab. Das ist unglaublich, wie dieses Bike einfach immer noch so einen Riesenspaß macht. Und das ist jetzt das 8. Jahr, glaube ich, dass ich die fahre. Also, es ist wirklich ein Traum, Leute. Holt euch eine Street Triple, wenn ihr noch keine habt. Der Anzug, der Sound und dann eben aus den Kehren raus. Ja, der Druck ist sowas von am Start. Ich gehe jetzt noch eine Runde fahren, Freunde. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, ihr konntet was aus dem Video mitnehmen. Und lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr eure Standardübersetzung noch fahrt, ob ihr sie schon geändert habt. Und ja, was ihr dazu meint. Würde mich interessieren. Haut es mir gerne in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, Freunde. Bis dahin. Es ist einfach viel zu gut gerade. Bis dahin, ride safe. Und hoch. Und gute und sichere Fahrt, Freunde. Haut rein.